Kennst du das? Im Kopf weißt du ganz genau, was du sagen willst, aber sobald du auf Deutsch losredest, kommt es irgendwie was ganz, ganz anderes als eigentlich das, was du sagen wolltest. Ich kenne das noch so gut und mir passiert es immer noch manchmal so. Und es bestimmt passieren viele Menschen, die gerade auch Deutsch lernen. Ich lebe schon seit vielen Jahren hier in Deutschland und spreche auch jeden Tag auf Deutsch. Und trotzdem denke ich so oft, Mensch, wäre Deutsch meine Muttersprache, wären manche Sachen schon auch einfacher und viel einfacher. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Daiva und ich komme selber ursprünglich aus Litauen. Ich habe hier die Sprache in Deutschland auch selber gelernt, in verschiedenen Kursen und aber auch selbst die Sprache mir beigebracht. Und mit der Zeit habe ich ein paar Sachen auch ja, für mich auch rausgefunden, die mir beim Sprechen wirklich auch geholfen haben. Und diese Sachen möchte ich gerne kurz mit dir heute teilen. Eine Sache, was ich wirklich gelernt habe und ich dir auch unbedingt sagen möchte, wenn du Deutsch lernst, musst du anfangen einfach zu sprechen, auch wenn du dich noch nicht so sicher fühlst. Viele denken vielleicht zum Beispiel, ja, wenn ich schon besser Deutsch spreche oder wenn ich Deutsch besser kann, wenn ich mehr Wörter kann, dann spreche ich auch mehr. Aber es ist genau andersherum. Du wirst sicherer, wenn du sprichst. Und wenn du gerade niemanden auch hast, weil du vielleicht noch nicht in Deutschland lebst, sondern noch in deinem Heimatland bist und du keinen hast, mit dem du Deutsch sprechen kannst, dann trainiere einfach alleine. Erzähle laut zum Beispiel, wie dein Tag heute war oder liest laut was vor. Oder nimm einfach eine Sprachnachricht für dich selber. Sprech da irgendwas, sprech los und dann kannst du auch das später abhören. Übe dieses Sprechen und zwar beim Sprechen. Was mir auch persönlich sehr gut geholfen haben und was ich auch manchmal noch so mache, wenn ich was anderes Neues lerne. Zum Beispiel, ich lese einen Text und versuche danach das, was ich gerade gelesen habe, auch mit meinen eigenen Wörtern wiederzugeben. So merkst du es einfach dann auch ganz schnell, welche Wörter und welche Formulierungen du schon wirklich auch selbst benutzen kannst und was dir auch vielleicht noch fehlt, was du noch lernen musst. Und was ich dir auch noch empfehlen würde, wenn du neue Wörter, also neue deutsche Wörter lernst, dann lerne nicht nur den Artikel und das Wort, sondern also zum Beispiel ja, das Haus. Überlege dir aber auch am besten direkt, ja, wie benutze ich dieses Wort im Akkusativ zum Beispiel oder wie benutze ich das im Dativ? Zum Beispiel, ich sehe das Haus. Ich stehe ja vor dem Haus. Wenn du das gleich so mitlernst, fällt es dir später beim Sprechen leichter. Du musst nicht jedes Mal überlegen, einfach wie dieses Artikel verändert, sondern irgendwann kommt das einfach auch automatisch. Aber ganz ehrlich, auch heute passieren mir noch so oft, dass ich einen Artikel verwechsle oder eine Endung auch falsch sage. Aber na und, mich verstehen trotzdem Menschen hier. Und auch noch wichtig, lerne auch oft so ganze Formulierungen und nicht nur einzelne Wörter. Das hilft auch super beim Sprechen. Ne? Und wenn dir mitten im Gespräch auch ein Wort fehlt, beschreibe es einfach. Ne? Wenn mir zum Beispiel bei der Arbeit irgendwie ein Wort, zum Beispiel ein Locher, nicht gerade einfällt, dann sage ich auch, ja, ich brauche das, ja, wie heißt dieses Ding, mit dem man Löcher ins Papier macht. Der andere versteht dann schon trotzdem dich, was du meinst. Und gerade wenn du in Deutschland arbeitest oder arbeiten möchtest, möchte ich dir auch noch einen Punkt noch mitgeben. Nur weil du sprachlich noch Fehler machst, heißt es nicht, dass du deinen Job nicht kannst oder nicht fachlich gut bist. Du kannst fachlich richtig gut sein und trotzdem mal einen deutschen Wort suchen oder etwas nicht so perfekt auch ausdrucken, wie vielleicht ein deutscher Ausdruck. Deine Sprachkenntnisse sagen nichts, und zwar gar nichts darüber aus, wie gut du fachlich auch bist. Das ist so wichtig, dass es ist einfach, ja, ehrlich, ich musste auch das lernen. Das ist nicht immer einfach, weil die Sprache einem sehr oft einfach im Weg steht und man sich nicht so ausdrücken kann, wie man möchte. Aber glaub mir, mit der Zeit wird es besser, wenn man das übt, wenn man regelmäßig spricht, wenn man hier länger arbeitet, das kommt irgendwann auch automatisch. Und was mir immer hilft, wenn ich das Ganze so umdrehe zum Beispiel, ich stelle mir vor, ein Deutscher würde jetzt nach Litauen ziehen und Litauisch lernen.
Würde ich von ihm erwarten, dass er perfekt Litauisch spricht? Nein, natürlich nicht. Ich würde eher denken, Respekt, Wahnsinn, dass er das alles hier auf Litauisch macht. Und genau so sollen wir auf uns selber schauen. Natürlich gibt es auch viele Menschen, die das vielleicht nicht so gut nachvollziehen können. Vielleicht haben sie selbst noch nie im Ausland gelebt oder ja, noch nie eine neue Sprache richtig gelernt. Dann ist es dann manchmal natürlich auch schwer zu verstehen, schwer nachzuvollziehen, was eigentlich auch dahinter steckt, wenn jemand eine neue Sprache lernt und wenn man hier kommt und dann alles auf Deutsch hier hat. Aber ich sage es dir, lässt dich nicht davon verunsichern. Sei stolz auf das, was du kannst und was du gelernt hast und was du noch lernst und was du gerade auch tust. Egal, wo du gerade stehst. Schau nicht immer nur darauf, was noch nicht klappt. Sieh einfach das, was du schon kannst. Und auch etwas Wichtiges, vergleiche dich niemals mit anderen. Also vor allem auch nicht mit den Menschen, die wirklich auch schon länger hier in Deutschland leben und Deutsch sprechen. Vergleiche auch nicht mit den Menschen, die vielleicht Germanistik studiert haben. Sie haben doch ganz andere Möglichkeiten gehabt, die Sprache zu lernen. Sieh einfach, was du selbst schon gelernt hast und wie weit du schon selbst gekommen bist. Und setze dir auch nicht dieses Ziel, ich muss perfekt Deutsch sprechen. Setze klare Ziele einfach, ja, und lerne das Schritt für Schritt. Dann glaub mir, irgendwann wird genau das, was sich heute noch schwer anfühlt, irgendwann auch ganz normal. Glaub mir, das sage ich aus der Erfahrung. Die Sprache braucht einfach Zeit und je mehr du sprichst, desto wird es flüssiger auch. Okay, dann hab ganz viel Spaß beim Lernen, beim Deutschlernen, beim Sprechen. Pass auf dich auf und ich sage dann bis bald. Mach's gut und tschüss.